Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise rund Sizilien und befinde mich gerade in Taormina und fahre jetzt weiter Richtung Messina und werde von dort aus aufs Festland übersetzen. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 12. April 2023. Es ist sonnig und schon relativ warm. Ich versuche es mal ohne Jacke. Ich folge jetzt der Küstenstraße nach Norden. Das ist ein mäßiger Spaß. Ich hoffe, der Hauptverkehr läuft oben auf der Autobahn. Aber es ist trotzdem noch viel los. Und hier kommt die erste Galerie. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter heute werden soll. Ja, ich nehme es jetzt so, wie es kommt. Die Sonne ist jetzt rechts von mir, weil ich nach Norden fahre. Und die geht dann hinter meinem Rücken durch, nach Westen. Das ist vielleicht ein bisschen besser fürs Filmen. Denn gestern sind die schönen Aufnahmen vom Ätna nicht wirklich was geworden, weil der die ganze Zeit in der Sonne lag. Ja, gestern stand die Sonne so hoch, dass ich gehofft hatte, ich könnte unten drunter durchfilmen, aber mit der GoPro funktioniert das nicht so richtig. Ein Leuchtturm hier links oben. Oh, jetzt ging es hier ganz schön hoch. Da vorne ist eine Burg auf einem Felsen. Und die Beine sind noch so müde von gestern. Dafür hat man jetzt hier wieder eine Spitzenaussicht. Es geht jetzt hier in Serpentinen runter. Vielleicht hätte ich doch besser den Zug nach Messina nehmen sollen. Also wieder ein Durcheinander hier. Endlich bin ich am Meer, so dass ich es auch mal sehen kann. Und hier ist sogar ein Radweg. Ich glaube, da drüben kann man schon Kalabrien im Dunst liegen sehen. Man hat so den Eindruck, ganz Sizilien will nach Messina. Ja, immer wieder geht es über Brücken, über kleine Flüsse, die ins Meer münden. Und dann geht es zurück zu einer Art Promenade. Ich habe jetzt mal angehalten, damit ich auch mal auf den Strand schauen kann. Er ist endlos. Wie gesagt, da drüben, das müsste Kalabrien sein. Ja, und Kalabrien sieht genauso, wenn nicht sogar noch bergiger aus als Sizilien. Da kommt was auf mich zu. Ja, und die Sonne ist inzwischen so gleißend, dass ich mir die Sonnenbrille aufsetzen musste, obwohl sie gar nicht von vorne, sondern von rechts hinten scheint. Ja, jetzt ist mal Ruhe hinter mir, weil da eine Baustelle war mit einer Ampel. Dafür fliegen jetzt hier die Hubschrauber rechts über Meer. Es ist halt so, dass die Autobahn mautpflichtig ist. Deswegen fahren die alle hier. So, hier ist jetzt mal wieder so ein Flusstal, das gequert werden muss. Jetzt geht es mal in zweiter Reihe auf der Straße entlang. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Abzweigung verpasst habe. Aber die Richtung stimmt. Ich bin jetzt doch noch zum Meer gefahren, von der Hauptstraße ab. Ich habe eine kleine Pause gemacht, Kaffee getrunken. Aber jetzt geht es hier gleich wieder links. Das ist bestimmt schon die 10. Baustelle heute. Und jetzt wenigstens mal eine Weile kein Ort. Das ist auch mal ganz schön. Anscheinend komme ich jetzt schon nach Messina. Aber der Hafen ist noch ungefähr 20 Kilometer weg. Und auf der anderen Seite liegt Kalabrien, das man jetzt richtig gut erkennen kann. So, ich meine, ich sehe da draußen
eine Fähre, das scheinen so offene Fähren zu sein, wo man einfach auf der einen Seite rauffährt, auf der anderen wieder runter. Das wäre sehr praktisch. Oh, Villa di San Giovanni, das ist meine Fähre. Ich bin jetzt in Messina und es geht geradeaus. Oh, nach einer chaotischen Fahrt durch Messina bin ich jetzt im Hafengebiet angekommen. Jetzt muss ich meine Fähre finden. Das Schild zeigt in diese Richtung. Das Problem ist auch, wo kriegt man Billets? Ich muss wahrscheinlich irgendwo reingehen. Ja, jetzt bin ich umgekehrt, weil da kam irgendwie nichts mehr und jetzt steht das Schild in diese Richtung. So, stellt sich raus, dass da nur die Personenfähren ablegen und die Autofähren, wo man auch Fahrrad mitnehmen kann, noch ein Stückchen weiter nördlich ablegen. So, jetzt muss ich mich nur in die richtige Reihe einreihen. Ja, wie ich befürchtet hatte, gab es eine Billetteria, aber nicht, dass man da irgendwie an so Häuschen vorbeifahren konnte. Nein, man musste aussteigen. Ja, mir soll es egal sein. So, jetzt müssen wir warten, bis sie da runter sind. Mein Ticket ist okay, ist schon gecheckt. Ja, meine Güte, was für Stress. Oh, das hat ewig gedauert, bis die alle runter waren. Es ist inzwischen 2:15. Ich weiß nicht, wann die Fähre ablegt. Wahrscheinlich, wenn sie voll ist. Ja, und dann ist meine Sizilien-Rundfahrt damit zu Ende. Und es geht in Kalabrien weiter. Wir haben schon vor einer Weile abgelegt und ich glaube, wir kommen auch gleich in Kalabrien an. Da drüben liegt Sizilien. Ich war jetzt 2 Wochen lang da und es hat mir sehr gut gefallen. Besonders die Fahrt durch die Berge mit dem Blick auf den Ätna. Und jetzt bin ich gespannt, was in Kalabrien auf mich zukommt. So, Italien, ich komme. Usita, Ausgang. Ja, das war das Schiff, mit dem ich gekommen bin. Und da drüben liegt Sizilien. Um mal zu zeigen, wo ich jetzt heute gefahren bin. Es ist inzwischen 14:26 Uhr. Ich bin hier in Taormina gestartet, bin jetzt die ganze Küste hochgefahren, dann durch Messina durch. Und bin dann bis hier hochgefahren und dann über die Straße von Messina. Und jetzt komme ich hier direkt auf meinen neuen Trek, der mich bis nach Mailand oder bis in die Schweiz führen soll. Angelegt habe ich in Villa San Giovanni, aber ich bin jetzt schon ein bisschen nördlicher und es geht jetzt hier an der Küste entlang. Und ich muss mir jetzt langsam überlegen, wo ich heute überhaupt übernachten will. Wie gesagt, es ist gleich 3 Uhr. Die Kalabrier fahren noch chaotischer als die Sizilianer, überholen dich, setzen sich vor dich und bremsen und parken dann da. Ja, das ist hier die Straße von Messina. Ich glaube, hier ist die engste Stelle. Sollte ja auch schon längst eine Brücke gebaut sein. Es wird geplant und versprochen und geplant. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil hier 2 unterschiedliche Platten sich unterschiedlich schnell bewegen. Erdbebensicher muss er auch sein. Ja, alles nicht so einfach. Wer soll das bezahlen? Ja, dieses letzte Stück von Taormina bis Messina, das hätte man sich echt leicht schenken können und mit dem Zug fahren sollen. Es war nicht so schön, es war sehr viel Verkehr. Und dann in Messina sehr chaotisch. Und ja, auf die Fähre zu kommen war auch nicht so einfach. Aber es hat nur 3 Euro gekostet, komischerweise. Ich glaube, ich musste nur für das Fahrrad bezahlen. Ich
Ich habe es nicht ganz verstanden, ich war sehr erstaunt. Ja, und dann die Billetteria, kann man nicht dran vorbeifahren und das Ticket kaufen, sondern man muss aussteigen. Und dann haben viele es so gemacht, dass der Beifahrer schon weit vor der Billetteria ausgestiegen ist und das Billett dann gekauft hat und dann hatte man es. Aber von der Billetteria waren es sowieso noch Ewigkeiten bis aufs Schiff. Also die Leute, die mit mir jetzt das Ticket gekauft haben, die sind noch lange nicht drüben. Ja, jetzt bin ich tatsächlich in Kalabrien. Ich kann es kaum glauben, das ging jetzt so schnell und unverhofft. Und hier sieht es noch geschlossener aus als in den sizilianischen Städten. Aber es muss hier wohl auch mal ganz schön gewesen sein. Die Häuser sehen vom Ursprung her so ganz gut aus. Es hat gar nicht lange gedauert, da ging es schon ein bisschen bergan. Ich kann noch mal zurück auf Sizilien schauen. Ja, schön war es. Und es hat auch gar nicht lange gedauert, bis ich auf die nächste Hauptstraße gekommen bin. Aber hier führt anscheinend auch parallel eine Autobahn entlang. Ich hoffe, dass das die Sache beruhigt. Ja, blau ist das Meer und steil sind die Küstenfelsen. Ja, so eine Straße könnte jetzt bis in den Norden führen, meinetwegen. So wenig Verkehr und so blaues Meer. Wunderschön hier, trotz Leitplanke. Die Strecke fährt man am besten von Nord nach Süd, dann ist man auf der richtigen Seite der Straße und hat immer das Meer unter sich. Es wird auch leider an der Amalfiküste zum Problem werden, falls ich es bis dahin schaffe. Na, das sieht doch klasse aus. Also so habe ich es mir vorgestellt. Ja, und um die nächsten paar Kurven irgendwann liegt Scilia, S-C-I-L-I-A. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und da gucke ich dann mal auf meine Karte, wo es die nächste schöne Unterkunft gibt. Und dann mache ich Schluss für heute. Ja, es kommt kein zweites I drin vor, das heißt einfach Scylla. Ciao. Wow. Ja, muss ich zu dem blauen Meer jetzt noch was sagen? Ich glaube nicht. Ja, ich bleibe jetzt doch nicht hier. Alle Unterkünfte liegen da oben am Hang und dazu habe ich jetzt keine Lust. Da unten kann man, glaube ich, entlang fahren. Und ich fahre jetzt noch 10 Kilometer und da habe ich dann in einer Albergo ein Zimmer gemietet. Ja, es ist so schön hier und so toll, mal runterzukommen. Nach diesem stressigen Morgen auf dieser Strecke von Taormina nach Messina. Ja, jetzt lasse ich es einfach ein bisschen ruhiger angehen. Ja, hier hat die Saison definitiv noch nicht angefangen. Sind noch am Vorbereiten. Ja, hier kommt man gleich in den Hafen. Das ist ja schön. Ein Traum. Aber hier im Schatten ist es recht frisch. Das Meer. Wie wunderschön. Da bin ich ja froh, dass ich nicht oben rumgefahren bin. Hier unten ist ja viel schöner. Ich weiß allerdings auch nicht, wie schön es oben ist. Oh, einer der nächsten Orte muss es sein. Über diesen wahnsinnig steilen Berg muss ich morgen früh rüber.
Das geht in mehreren Serpentinen dann den Berg hinauf. Und da bin ich sehr froh, dass ich das jetzt heute nicht mehr muss und eine Unterkunft davor gefunden habe. Also das wird sehr hoch und sehr steil. Aber das soll morgen mein Problem sein und nicht mehr heute. So, am Ende dieser Straße soll die Albergo liegen. So, hier müsste es nicht sein. Mal sehen, was die zu meinem Fahrrad sagen. Ja, wieder ein ganz einfaches Zimmer. Die Möbel sind ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es geht. Und da ist das Bad. Es liegt ganz nah am Hauptplatz und vom Balkon aus hat man den versprochenen Blick aufs Meer. Ich habe mich inzwischen frisch gemacht, bin wieder fit und schaue mich jetzt im Ort ein bisschen um. Und die Hauptattraktion ist, glaube ich, das Meer. Weitere Attraktion ist die Kirche der Rosenkranzgemeinschaft. Vielleicht gehe ich da nachher noch hin. Ganz da oben ist die Autobahn und der eigentliche alte Ortskern ist irgendwo da oben. Und irgendwo da führt die Straße entlang, die ich morgen hochfahren muss. Aber das schaue ich mir jetzt noch nicht so genau an. Das macht mir nur Angst. Hier wird ein Fischerboot wieder noch frisch angestrichen, passend zum Meer. Ja, gerade haben mich noch zwei Herren angesprochen und wollten mich in die Chiesa del Rosario schicken, also in die Rosenkranzgemeinschaft Kirche. Und die habe ich gefragt, wie das mit der Straße aussieht, und die meinten, wenn man weiter von vorne auf der Hauptstraße fährt, dann ist es nicht ganz so steil. Hier direkt aus dem Ort raus würde es direkt hochgehen. Aber es sieht doch alles verdächtig hoch aus. Hier auf der Promenade ist richtig was los, der ganze Ort ist unterwegs und hier auf dem Platz spielen die Kinder. Und das ist die Richtung, aus der ich heute gekommen bin. Auch schon wieder ein ganz schönes Stück, was ich gefahren bin hier an der Küste entlang. Ja, aber auch in der zweiten Reihe ist was los hier. Da habe ich mich vertan, das ist nicht die Chiesa del Rosario. Die liegt noch weiter oben, aber was das jetzt ist, kann ich nicht sagen. Es ist nicht auf meinem Plan eingezeichnet. Aber das hier, das ist die Piazza del Popolo. Und da toben sich auch die Kinder aus. Das könnte jetzt die Chiesa del Rosario sein. Ja, sie ist es. Aber ich fürchte, die ist geschlossen. Aber man hat einen tollen Blick aufs Meer von hier aus. Hier sollen sich Gemälde aus dem 15. Jahrhundert befinden. Das könnten sie sein. Jedenfalls die Kuppel ist auch wunderschön ausgemalt. Aber die Skulptur aus dem 16. Jahrhundert, die es hier geben soll, habe ich noch nicht gefunden. Ja, das soll sie sein. Hier ist aber jetzt gerade eine Versammlung, deswegen verschwinde ich hier jetzt schnell. Ja, jetzt bin ich hier gerade in eine Präsentation reingeplatzt, und zwar stellt der Restaurator von einem dieser Bilder seine Arbeit vor, das, was er vorhat, und die Bevölkerung kann sich darüber informieren. So, ich glaube, das war es dann aber auch, was es hier im Ort zu sehen gibt. Ich gehe jetzt wieder runter zum Meer und schlender dann noch ein bisschen rum und genieße die Abendstimmung. Und morgen geht es dann weiter Richtung Norden. Ich weiß nicht wohin, ich habe noch nicht auf die Karte geschaut, aber wir werden es sehen. Und wenn du wissen willst, was ich dabei dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!